Einen besinnlichen 13. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Halbzeit ist vorbei, wir haben es schon mal geschafft, die Hälfte ist fertig. Ich zeige dir jeden Abend im Advent eine sternige Bastelidee, die du fast immer einfach und schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus meinem Sternenpost-Adventskalender. Ja, und du siehst hier schon auf dem Tisch, heute wird es hier fünfzackig. Okay, ich öffne mal meinen Adventskalender. Das ist eine Adventskalenderbox, die gehört in die Reihe 24 Adventskalenderboxen. Und was ist drin? Du ahnst es, fünfzackige Sterne. Und die Box, siehst du, ist fünfzackig. Die Anleitung verlinke ich dir gern, ist also schon eine fünfzackige Bastelidee. So schaut es aus. Gibt es hier in verschiedenen Varianten. Auch ganz schlicht in weiß. Ja, was war drin? Ein fünfzackiger Stern. Okay, den hatten wir schon. Das war, erinnerst du dich, der Stern aus dem Streifen. Streifen, wo man auch Fröbelsterne mitmacht. Auch die haben wir schon gezeigt. Verlinke ich dir alles gern. Kannst du alles weiter basteln. Und jetzt habe ich gedacht, machen wir doch mal ein bisschen fünfzackige oder Tischdekoration aus 5 Ecken. Fangen aber an mit einem Quadrat. Genau. Ja, was kann ich dir zeigen? Gibt natürlich Stanzformen, wenn es die gibt. Das sind lauter Sterne. Die habe ich hier mal gestanzt und dann habe ich die so gefaltet. Siehst du? Und dann wird das Ganze noch ein bisschen plastischer. Ganz einfache Sache, hat man wahrscheinlich schon tausendmal gemacht. Das kann man auch, wenn man das einmal gefaltet hat, so rum auf den Tisch legen. Das kann man so hinlegen. Oder man macht ihn beidseitig, 2 gleiche Sterne und setzt sie aneinander und hat dann so einen richtigen plastischen Stern. Das ist auch wieder einer aus der Fraktion Hohlsterne. Wie geht das mit dem Falten? Das ist eine ganz einfache Sache. Du nimmst am besten Lineal und Falzbein. Ich kann das auch so falten, aber sauberer wird es Lineal und Falzbein und ziehst immer von der Zacke auf die Mitte. Die gegenüberliegende Seite ist eben dann keine Zacke, sondern das Innenteil vom Stern, also da, wo der Stern sich nach innen knickt. Das haben wir so fein bei diesem Glücksstern gefaltet, diese Knicke. Ja, und dann ziehst du hier einfach alle Falzlinien. Wunderbar. Und dann läuft die Sache. Habe ich hier eigentlich, ich glaube, ich vernachlässige die ganze Zeit schon meinen Tee. Na, jetzt verziehe ich mich. Ich trinke erstmal meinen Tee aus meinem Tee-Adventskalender. Was haben wir denn heute? Oh, sieht gar nicht. Ich habe den Beutel schon weggeschmissen. Okay. So, jetzt werden die also nochmal halbiert, gefaltet, allesamt. Ja, und dann machst du eben 2 solche Sterne und setzt die gegenseitig aneinander. Dafür nehme ich dann entweder die Abstandsklebepunkte, manchmal auch zweilagig, je nachdem wie hoch der Stern wird. Die kleinen Klebegluderts hier, diese Klebepunkte, machen sich auch wunderbar, um sie an den Spitzen noch zusammenzufügen. Die kann man ja einfach so schön zusammenknüllen. Dann passen die da auch wunderbar rein. So, jetzt drücke ich praktisch das wird die Bergfalte und hier, da wo die Verdünnung ist, Verdünnung ist so schön, ne? Und aus einem ganz anderen Bereich, genau, da kommt die Talfalte. Und dann haben wir so einen schönen Stern, der jetzt eben plastischer. Ja, war also keine Zauberei. Okay, das ist schon mal klar. Was hätten wir noch? Wie geht das hier? Ist ähnlich. Wäre auch machbar, dass wir 2 aneinander setzen. Zeige ich gleich. Dann haben wir hier noch so einen Stern, auch fünfzackig, ist gefaltet aus einem Fünfeck. Auch die Anleitung habe ich schon gemacht, verlinke ich dir gern, du weißt. Da kommt der Finger hin, dahin verlinke ich das. Ja, und dann hätten wir hier noch eine Schale. Die ist also ganz einfach aus einem Fünfeck gefaltet, die gleiche Form wie hier, nur dann eben nicht zusammengesetzt. Genau, habe ich auch schon gezeigt. Ja, hier hätten wir so ein Fünfeck. Kann man ganz einfach falten. Zeige ich jetzt gar nicht, weil hatten wir ja schon mal. Ich zeige dir jetzt mal, wie wir zu dem Fünfeck kommen. Habe ich zwar auch schon gezeigt, zeige ich aber nochmal. Wie konstruieren wir ein Fünfeck und wie wir dann daraus diese einfachen Tischdeko-Sterne basteln. Die sehen einfach schön aus, wenn man so mal sagt, jetzt kommt, wir müssen nochmal Tischdekoration machen. Und einfach abends einmal ganze Familie an den Tisch. Die Kiddies immer dabei. Ja, es ist kein Fehler, die dabei zu haben, weil die haben es nämlich drauf.
Diesen Stern zum Beispiel, wenn ich so unterwegs war, manchmal auf Märkten oder so, dann falte ich den oft gern so nebenbei und drehe den. Und dann kommen die erwachsenen Omis und Mutis und sagen, wie geht denn das? Super toll, sieht ja super aus. Und dann kommt so ein kleiner Spruz um die Ecke und sagt garantiert, das habe ich schon gemacht. Ja, also die haben das drauf, ehrlich. Fragt mal eure Jugendbrigaden, die kleinen und die mittelgroßen. Ich glaube, die haben zum Beispiel diesen Stern fast alle drauf. Gut, wie mache ich jetzt ein Fünfeck? Wie falte ich das und dann gleich diesen Stern? Das machen wir einen Arbeitsgang, geht los. Wir nehmen das Quadrat. Wir falten es zum Buch. Kennen wir ja schon. Schön. Zack. Falzlinie gut nachziehen. Dann nehmen wir diese Ecke hier oben. Hier unten ist die geschlossene Kante. Legen sie hier unten an die Kante, schön spitz und passend. Falten aber nicht komplett, sondern falten nur in der Mitte. Also halten und machen hier in der Mitte einen Falz. Und dann nehmen wir die obere Ecke nochmal komplett und falten sie hier unten ran. So halten auch wieder nur. Und machen da, wo dieser andere Falz ist, nochmal einen Falz. Und dann entsteht hier ein Punkt. Den malt ihr euch natürlich nicht an, den male ich nur jetzt an, damit ihr seht, wo der Punkt entsteht. So, entsteht er. Und jetzt nehmen wir hier unten geschlossene Kante, diese Ecke, und legen sie genau an den Punkt. Diesen Falz können wir gut ziehen. Jetzt nehmen wir diese Spitze, die am Punkt liegt, und falten sie hier zurück an diese Linie. Und diese Ecke an diese Linie. Wunderbar, zwei Spitztüten, falten wir beide aufeinander und wenn alles richtig ist, sieht das auch gut aus und nirgendwo guckt noch ein Bauch raus. Das passt. Wunderprima, das ging schnell. Wir falten es nochmal auf zur Wiederholung. Wir falten ein Buch. Wunderbar, geschlossene Kante, die Ecke oben legen wir hier runter, markieren uns den Punkt mit einer Falz. Nehmen die ganze Seite, falten sie hier runter, aber fixieren sie nicht, sondern nur hier drüben die Markierung. Hier entsteht unser Punkt. Die geschlossene Kante hier unten, die Spitze da an unseren Punkt, hier drüben glatt streichen. Diese Spitze wieder auf diese Seite hier drüben drauf, liegt super. Hier diese Ecke an diese Kante, die ganze Seite ran. Und beides aufeinander. Fertig. Und jetzt wollen wir diese Sterne rauskriegen. Wenn wir jetzt, ich mache das mal zweimal, ja? Ich schneide hier oben einmal gerade ab, dann würden wir unser Fünfecker erhalten. Ja? Wenn ich jetzt aber, hier ist meine längste Seite, die kurze, hier steil einschneide, wieder schön zur Spitze, dann erhalte ich dieses. Ich falte das auf, das ist mein Winkel, den ich da nehme, kannst du selber überlegen, und habe einen fünfeckigen Stern. Und damit das jetzt noch schicki wird, werden alle langen Linien des Bergfalzen geführt. Gut, 3 sind okay, aber 2 eben nicht. Die falten wir jetzt gegengesetzt Bergfalte und hier auch. Und alle kurzen Linien werden unsere Talfalten. So, dann kannst du sagen, das macht ja nun nicht so viel her, aber ich sag mal so, ein Tisch mit unterschiedlichen Größen, diese Sterne drauf. Ich würde mal sagen, das sieht schon ganz nett aus. Ne? Und dann so zwischendurch versehentlich mal noch so eine Schachtel, wo dann was Nettes drin ist. Ist ja mal eine nette Idee. Vielleicht noch so ein Stern, wo nichts drin ist. Man denkt, es könnte was drin sein. Ja, da hast du bestimmt Kreativität, buntes Papier und viel Freude. Und außerdem bist du gut beschäftigt. Ja, ich weiß. War jetzt ein Spaß. So, jetzt kommen die Sterne des Tages. Und einen Schluck Tee. (13. Dezember). Genau, ich lege hier schon mal mein Bündelchen hin. Aber erstmal ein Spruch aus dem Afrika-Kalender. Schön weit unten. Dann mal die Mischung. Der Afrika-Kalender von Cordula. Mal hier ein bisschen auf. So. Was haben wir denn? Ein Spruch aus Westafrika. Fehler sind wie Berge. Man steht auf dem Gipfel seiner eigenen und redet über die anderen. Das ist spannend, du. Dann nochmal, Fehler sind wie Berge. Man steht auf dem Gipfel seiner eigenen
und redet über die anderen. Tja, das ist was für an die Nase fassen. So, für mich. Ne, nur für mich. Also es gilt immer nur für mich, solche kritischen Dinge. Leg den mal schön hier hin. Nee, das stört. Ich mache das doch mal so. Ich will die ganze Zeit da was basteln für. So, okay. Die Sterne des Tages. Heute haben wir einen Stern von Ines aus Gera, das liegt in Thüringen. Einen Stern von Anja. Ich habe mir nicht vermerkt, wo Anja herkommt. Lamperei. Gucken, ob alles noch stimmt. Einen Stern von Inga. Inga kommt aus Kiel, Schleswig-Holstein, bei mir um die Ecke. Und nochmal bei mir um die Ecke ein Stern von Merle aus Norddorf. Aber es ist, nein, kein Stern. Es gehört in die Fraktion bunt gemischt. Und Norddorf hatten wir jetzt schon mehrfach. Norddorf gehört auch hier zu mir nach Schleswig-Holstein. Gut, fangen wir vorne an. Das ist von Ines. Ines ist auch schon länger dabei. Wunderbar. Was holen wir denn hier raus? Eine fleißige Teetrinkerin. Es gibt einen Teebeutelstern. Denke ich, ist die richtige Seite. Aber schön sehen beide aus. Und das ist auch immer so schön, wenn die so akkurat in die gleiche Richtung gefaltet sind. Das sieht schick aus. Andere Seite ein Teebeutelstern. Probiert das mal aus. Vor allem sammelt mal schön Teebeutel. Ja, von Ines. Wunderbar. Mal sehen, was Anja uns eingepackt hat. Ja, was haben wir denn hier? Ja. Was ist das? Das ist ein Strohhalmstern. Trinkstäbchen. Die werden da züpflich geschnitten und ich denke nur auf einen Draht gefädelt. Ja, auch eine coole Idee. Ein Trinkstäbchen Strohhalmstern. Inga. Ein Stern außen drauf und einen Stern innen drin. Aha, was gibt's denn hier? Hier gibt es einen halben Fröbelstern. Ne? Also ein Fröbelstern, das ist eigentlich ein 2/3 Fröbelstern, wo nur noch die Zacken oben drauf fehlen. Aber wir haben ja immer die Option, es soll was Flaches in den Umschlag gepackt werden, damit alle Sterne in bunter Mischung dann auch wieder weiter verpackt werden können. Ja, ein schöner Stern mit Sternenband. Der ist von Inga. Merle ist ja neu dabei, hat 2 Serien. Das zweite kommt noch. Außen drauf steht ein wunderschönes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr. Und was haben wir da drin? Das ist aus der Abteilung bunt gemischt, hat Merle uns einen Anhänger gemacht. Zum Fest viel Freude und tata. Steht auch drauf, was es ist. Ein Einkaufsschippt-Täschchen für dich. Aha, Merle ist, glaube ich, ein tapferes Schneiderlein. Merle näht. Merle hat ganz tolle Sachen mit Druckknopf, mit hier wunderschön Zierstich ringsrum. Ein kleines Täschchen für meinen Einkaufswagen Chip. Auch eine coole Idee. Wieder so eine Fleißarbeit. Lauter Fleißarbeiten und hier ist immer, meine Nähmaschine steht da drüben. Die Vorstellung, ich würde das jetzt 25 Mal nähen. Respekt. Wunderschön. Vielen Dank für eure tollen Ideen heute zum 13. Dezember. Ja, steht noch was auf meinem Zettel? Ja, ganz gut aus mit der Zeit. Okay, ich wünsche euch einen besinnlichen Abend und freue mich, wenn ihr morgen wieder um 18 Uhr dabei seid. Mal sehen, was es dann gibt. Überlege gerade, heute haben wir 5 zackig, da könnte ja morgen. Schauen wir mal, bin auch schon gespannt. Das entscheidet sich immer so kurz vorher. Okay, wenn du weitere Ideen suchst, Anleitungen und Tipps, bleib am besten gleich hier auf dem Kanal. Ich verlinke dir noch jede Menge Videos, Anleitungen und Ideen von mir. Schau auch schon mal zu den Beiträgen der letzten 12 Abende, wenn du noch Ideen suchst oder dir schöne Sterne angeschauen möchtest. Ja, einen schönen Abend, bis morgen. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie. Kreativität verbindet. Glaubst du nicht? Was haben Petra aus Kreuztal, Brigitte aus Österreich oder Irmtraut aus Neumünster gemeinsam? Eigentlich nichts und doch so viel. Die und viele andere waren in diesem Jahr wieder dabei und haben Sterne und Adventsdeko gebastelt. Jeder 25 Mal den gleichen Stern. Seit 2015 lade ich schon dazu ein, gemeinsam mit mir kreativ zu werden
und mir selbst gebastelte Sterne zu schicken. Geklebt, geprägt, gestanzt, geklöppelt, aus Papier, Filz, Wolle, Draht, egal wie. Jeden Stern einzeln verpackt in einem Umschlag. Dieses Jahr gab es wieder über 80 Teilnehmerinnen. Entstanden sind 96 Sternenpost-Adventskalender. Hier werden dann alle Sterne neu sortiert, umgepackt und an die fleißigen Sternenbastlerinnen zurückgesendet. So entsteht kreative Adventsfreude, Glück und Zufriedenheit bei allen Teilnehmerinnen, im besten Fall. Also stimmt es. Kreativität verbindet, auch in diesem Jahr. Euch allen eine besinnliche, kreative Adventszeit.